Ich bin von Katzenstein und in diesem Video spreche ich über den wahrscheinlich besten Schild der mittelalterlichen Geschichte, den Normannenschild. Der Normannenschild, auch Mandel, Drachenschild oder aus dem englischen Kite Shield, war ein sehr beliebter Schild aus dem 11. und 12. Jahrhundert in Europa. Man sieht den Schild vor allen Dingen auf Abbildungen auf dem Teppich von Bayeux, welcher die normannische Eroberung Englands im Jahr 1066 zeigt. Doch wurde der Schild keineswegs nur von Normannen genutzt. Der Schild zeichnet sich durch seine tropfenartige Form aus, die den Träger von Fuß bis zu den Schultern schützt. Vermutlich entwickelte sich der Normannenschild aus dem früheren Rundschild, wie es beispielsweise die Wikinger getragen haben. Obenrum behielten sie die runde Form, währenddessen sie nach unten bis zu einer Spitze immer länger wurden. Auch den metallenen Schildbuckel haben einige Normannenschilde von ihrem Vorgänger übernommen. Warum hat man die Schildform jetzt aber verändert, wenn die Wikinger mit dem Rundschild so erfolgreich waren? Zum einen kam im 11. Jahrhundert als dominante Streitmacht auf dem Schlachtfeld die Panzerreiter, unter anderem von den Normannen auf. Wie der Name schon sagt, waren diese Kämpfer zu Pferd unterwegs. Zu dieser Zeit war ein Ringpanzer die Rüstung des Kämpfers, der teilweise von Kopf bis Fuß reichte. Jedoch ist der Ringpanzer nur der letzte Schutz eines Menschen, der ihn vor dem Tod rettet. Alle anderen Angriffe, wie starke Hiebe und teilweise auch Stiche, können auch unter einem Ringpanzer Knochen brechen oder schwerste Verletzungen verursachen. Aus diesem Grund war der Schild die erste Rüstung eines Kämpfers zur damaligen Zeit und der primäre Schutz in der Schlacht. Um diesen Schutz perfekt auszunutzen, war der Normannenschild einfach ideal, denn dieser schützte im Gegensatz zum Rundschild nicht nur den Oberkörper des Kämpfers, sondern auch seine Beine und Füße, die auf einem Pferd natürlich ein relativ einfaches Angriffsziel sind. Somit war der Schild der perfekte Schutz für einen berittenen Krieger. Aber nicht nur fürs Pferd, sondern auch für den Bodenkampf war der Normannenschild eine äußerst beliebte Schutzwaffe. Wie bereits erwähnt, schützte er den Kämpfer von Fuß bis zu den Schultern. Den Schutz für den Kopf übernahm bei den Normannen der Nasalhelm. Durch seine spitze Form schützte er den Kämpfer von Schlägen von oben, die dann seitlich abglitten. Der Nasal, welcher die Nase schützte, ging so weit hinunter, dass er mit der oberen Kante des Normannenschilds eine Linie bildete und den Träger somit gut vor horizontalen Schlägen zum Gesicht schützte. Wenn der Kämpfer jetzt noch mit einem langen, einhändigen Speer bewaffnet war, hatte der Gegner beinahe keine Chance mehr. Nachdem die Rüstung in den späteren Jahren immer besser wurde, wurde auch der Schild immer kleiner und schützte vor allem weniger die Beine des Trägers. Man kann also sagen, dass der Normannenschild eine äußerst effektive Defensivwaffe war, um sich im Kampf mit wenig Rüstung möglichst sicher zu fühlen. Wahrscheinlich ist er der einzige Schild, der seinen Zweck auch ohne Rüstung sehr gut erfüllen kann. Man kann also sagen, dass er allein, also ohne zusätzlichen Schutz, der beste Schild des Mittelalters war. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mir zustimmt oder ob ihr Gründe seht, warum ein anderes Schild des Mittelalters eine bessere Wahl gewesen wäre. Ich würde mich über eure Antwort freuen.